herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Käsfüß, Schweißfuß, Zechenkas, Stinkezehen, Käsequanten, Käsemauken. Viele Namen haben unsere Schweißfüß, aber das bezieht sich oft nicht auf den Schweiß, sondern eher auf den Gestank, der was danach aus den Schuhen rausquillt. Nun ja, unsere Fußsohlen haben 180.000 Schweißdrüsen. Der Schweiß, der frisch abgesondert worden ist, ist auch meistens geruchslos, besteht aus Wasser, Aminosäuren, ganz ein geringer Teil Harnstoff und ein bisschen Milchsäure. Der Schweiß ist unser normales Kühlungssystem für den Körper, das heißt, der Schweiß tritt aus und wird auf der Hautoberfläche verdunstet und dadurch kühlt er die Haut ab. Im Grunde genommen ist ja der Schweiß sehr was Nützliches. Aber gerade an den Füßen kommt es dann oft dazu, dass der Schweiß von Bakterien zersetzt wird und danach Milchsäure im Überfluss gebildet wird. Oder ja, dann fängt das Ganze halt zum Riechen an und es ist halt dann nicht so angenehm. Es gibt auch einen medizinischen Ausdruck für übermäßige Schweißabsonderung, das ist die Hyperhidrosis. Beim Schweißfuß gibt es auch eine krankhafte Form, das ist die sogenannte Bromhidrosis. Bei der Bromhidrosis ist es so, dass die Menschen, die das haben, nichts dafür können. Der Schweiß, der was austritt, der ist halt, ja, der fängt sofort wieder zu stinken an, obwohl die vor 2 Minuten gerade gewaschen haben. Ja, wer sowas hat, ist auch meistens in der Gesellschaft, ja, wie soll ich sagen, ausgegrenzt oder nicht gerade gern gesehen, weil immer ein Geruch hinterhergeht. Jeder, der aber schon mal Käsfüß gehabt hat, der weiß, wie Käsfüß stinken. Aber was kann man denn jetzt gegen den Schweiß machen? Oder gegen das Stinken? Also gegen den Schweiß an und für sich kann man nicht viel machen. Man kann versuchen mit Fußbädern wie Salbei-Fußbad, Eichenrindenfußbad, kann man versuchen, dass sie die Schweißdrüsen nicht so sehr öffnen, dass sie die ein bisschen adstringieren, also zusammenziehen und nicht mehr so viel Schweiß absondern. Man muss aber diese Behandlung wirklich laufend machen, alle 3-4 Tage. Was man noch versuchen kann, ist Kaliumpermanganat, ist auch ein Fußbad, kriegt man in der Apotheke, ja, macht die Füße lila. Wer jetzt lila Füße haben will, kann es gern versuchen. Dann gibt es noch Puder, was die Füße trocken halten sollen. Würde ich etwas Abstand davon nehmen, weil immer wenn man die Füße einpudert und dann Schweiß dazu kommt, dann verklumpt das Ganze und dann hat man in den Socken Klumpen drinnen und dann entstehen wieder Druckstellen. Auch nicht gerade das Wahre. Wer zu viel Schweiß an den Füßen hat, hat nicht nur das Problem, dass er ständig in seiner Soße drin steht, sondern dass auch für die Gesundheit der Füße nicht gerade das Beste ist. Durch das ewige Aufgeweichtsein, und wenn die Haut so richtig aufgeweicht und weiß ist, wie man das hier auf diesem Bild sieht, läuft die Haut Gefahr, dass sie sich viel schneller abrubbelt und dadurch auch die Haut, die nicht so strapazierfähig ist, vorkommt und der Patient eben dann Schmerzen hat an den Stellen. Oder durch diese aufgeweichte Haut können auch ganz viele Krankheitsbakterien in die Haut eindringen und Entzündungen verursachen. Und gerade für die Nägel ist es sehr schlecht, wenn die andauernd feucht sind, weil da fühlt sich unser Nagelpilz, fühlt sich da prächtig wohl und gedeiht auch sehr gut bei Schweißfüßen. So, ja gut, den Schweiß kann man jetzt nicht wirklich wegbringen, aber es geht ja großteils um die Geruchsentwicklung. Die Geruchsentwicklung wird ja über Bakterien gemacht, das heißt, wenn man diese Bakterien abtötet, kommt die Geruchsentwicklung später. Wie kann man jetzt den Geruch eindämmen beim Schweißfuß? Denn gerade der Geruch ist das Störendste daran. Am besten ist, man trägt offene Schuhe oder gar keine Schuhe, damit das der Fuß immer schön durchlüften kann und der Schweiß abtrocknet. Atmungsaktive Schuhe wären super, wenn man wirklich Schuhe anziehen muss, damit es auch der Fuß dann schön belüftet. 1- bis 3-mal täglich Socken wechseln, am besten Baumwollsocken mit 60 Grad danach waschen. Es gibt auch solche geruchseindämmende Einlagen aus Aktivkohle, Zedernholz oder Zimteinlagen, kann man auch verwenden. Regelmäßiges Entfernen der aufgequollenen Haut ist auch sehr wichtig,
damit das alles, was in diese aufgequollene Haut schon eingedrungen ist, wegkommt. Natürlich vom Podologen entfernen lassen. Die mehrmalige Pflege mit geeigneten Fußcremen ist sehr wichtig. Gerade wenn man spitzende Füße hat und dann noch so eine fettige Creme drauf macht, dann dunstet es drunter noch immer mehr. Ich habe in meiner Praxis sehr gute Erfolge mit einem Alpresan Fußschaum und zwar mit dem für schwitzende Füße. 2 Monate anwenden und dann ist wirklich eine Besserung schon sehr deutlich. Man sollte wirklich keine Synthetikschuhe tragen oder Synthetiksocken oder so Strümpfchen anziehen. Hat man den Fußgeruch jetzt am Fuß im Griff, bleibt nur mehr der Geruch in den Schuhen. Man kann die Schuhe ja nicht immer wegschmeißen und sie neue kaufen. Auch eine Möglichkeit. Muss man aber nicht. Die Schuhe sollte man immer gut auslüften lassen. Man sollte mindestens 2 bis 3 Tage die Schuhe nicht tragen. Damit sind die dann wirklich gut trocken und man kann das Ganze dann wieder neu anziehen. Schuhdeos kann man verwenden, um den Geruch ein bisschen zu überdünchen. Schuhdesinfektionsmittel kann man nehmen, muss man jetzt nicht. Also ich finde es überbewertet, weil der Fuß hat mit Stoff, der saugt es ja alles auf und von meiner Ansicht her finde ich, es bringt nichts. Schuheinlagen zum Lüften immer rausnehmen, damit es auch unter den Einlagen gut durchlüftet und abtrocknet. Wenn man die Schuhe waschen kann, soll man die ab in die Waschmaschine geben. Viele Waschmaschinen haben eine, ich glaube, Sportschuhfunktion heißt es. Damit sind die Schuhe dann auch wieder sauber und riechen nicht mehr. Dann kann man auch noch Natron in die Schuhe reinstreuen. Natron ist auch ein sehr guter Geruchsbinder. Und bei meinen Recherchen über Schweißfüße habe ich im Internet auch sehr tolle, fragliche Tipps gefunden. Ihr könnt sie gern ausprobieren, könnt es mir noch in die Kommentare unten reinschreiben, ob das was für euch ist. Zum Beispiel Babycreme oder Zinkcreme auf die Füße auftragen. Ja, über Nacht einwirken lassen, nächsten Tag wieder abmachen. Probiert es aus. Dann gibt es auch noch welche, die machen Essig auf die Füße. Ich finde, es riecht nachher noch mehr. Der kurioseste Tipp ist Listerine Mundwasser. Ich bin ja schon fasziniert, dass dieses Listerine Mundwasser für ganz viele andere Sachen als für Mundspülung genommen wird. Na gut, jetzt auch für Schweißfüße. Dann manche machen Katzenstreu in die Schuhe rein. Ja, trocknet auch. Und dann gibt es auch noch Kupfersocken oder Silberionensocken. Also ich finde Kupfer- oder Silberionen gehören jetzt nicht wirklich auf die Füße. Aber naja, das ist jedem selbst überlassen. Ihr könnt die fraglichen Tipps auch gerne ausprobieren. Oder wie habt ihr eure Schweißfüße in den Griff gekriegt? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Hier oben geht es gleich weiter zum nächsten Video. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen oben hier und abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich auch an alle, die abonniert haben. Guckt weiter meine Videos. Ich hoffe, ich kann euch damit auch viel Lehrreiches weiterbringen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.